Hallo und herzlich willkommen bei Engel & Völkers Channel 24. Eine ungebrochen hohe Nachfrage und ein geringes Angebot. Lohnt sich noch der Einstieg in den deutschen Ferienimmobilienmarkt? Das besprechen wir heute mit Kai Enders, Vorstandsmitglied der Engel & Völkers AG. Willkommen, Herr Enders. Guten Tag, Frau Israel. Wie würden Sie den aktuellen Ferienimmobilienmarkt in Deutschland beschreiben? Trends am Immobilienmarkt wirken in der Regel langfristig und das gilt auch für die Ferienimmobilien. Wir sehen hier seit vielen Jahren eine starke Nachfrage, die auf ein eher überschaubares Angebot trifft. Daran hat auch die angesprungene Neubautätigkeit der jüngeren Vergangenheit nicht viel ändern können. Die Preise steigen. Das ist eine gute Nachricht für all diejenigen, die in den vergangenen Jahren schon investiert haben. Lohnt sich denn dann überhaupt ein Einstieg jetzt noch? Das ist eine spannende Frage. Ich merke, dass viele Leute die gestiegenen Preise mit einer gewissen Sorge betrachten und sich denken, sie haben den richtigen Einstieg verpasst. Wenn man sich aber anschaut, was mit den klassischen Feriendestinationen international in der jüngeren Vergangenheit passiert ist, dann muss man doch sagen, viele Ferienländer sind ausgefallen. Das hat zu spürbarem Anstieg in Spanien, Griechenland, Italien geführt. Aber auch in Deutschland als Reiseland sind wir ganz weit vorne, hohe Besucherzahlen und die Leute wollen alle irgendwo unterkommen. Also eine Investition in eine Ferienimmobilie ist vor allen Dingen auch angesichts der niedrigen Zinsen, die man aktuell zahlen muss, immer noch eine gute Investition. Jetzt wird es ja spannend. Welche Renditen sind denn dabei erzielbar? Das kommt jetzt sehr darauf an, ob Sie die Ferienimmobilie zu großen Teilen auch selber nutzen oder ob Sie sie wirklich als reine Kapitalanlage kaufen. Wenn Sie das tun, dann sind Renditen bis zu 8% möglich. Das hat auch wiederum mit den niedrigen Zinsen zu tun. Also ein Geschäft, in das man gut investieren kann. Man muss dann aber die Auslastung wirklich optimieren. Das heißt, dafür braucht es schon eine gute Immobilie in einer guten Lage, sodass man auch links und rechts außerhalb der Saison noch eine hohe Auslastung hinbekommt. Also Vermietung innerhalb der Sommerferien ist keine Kunst. In den trüberen Jahreszeiten muss man dann auch Punkte machen. Aber Auslastung von 200 Tagen und mehr sind möglich, wenn man es geschickt anstellt, und dann kommt man auch auf diese Renditen. Auf was muss ich denn dabei beim Kauf einer Ferienimmobilie achten? Da gibt es natürlich diese alte, etwas abgedroschene Maklerweisheit, Lage, Lage, Lage sind die 3 wichtigsten Faktoren für den Kauf. Das gilt für die Ferienimmobilie doppelt. Denn wie gesagt, in den Ferien, im Sommer ist es einfach zu vermieten. Wenn man aber auch im Frühjahr, im Herbst, vielleicht auch im Winter vermieten möchte, dann muss die Lage eine exzellente sein und die Ausstattung höchsten Ansprüchen genügen. Dann klappt das. Neben der Preisentwicklung betrachten Sie im Marktbericht ja auch die unterschiedlichen Käufergruppen. Inwiefern verbringen vor allem Deutsche ihre Ferien in Deutschland oder kommen die Käufer auch aus dem Ausland? Wir haben natürlich viele ausländische Touristen, aber die konzentrieren sich auf die Städtetrips, auf die großen Städte. In den klassischen deutschen Ferienregionen kommen die Inländer, und zwar sowohl als Käufer als auch als Feriengäste. Wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft werfen, wie wird sich denn der Ferienimmobilienmarkt in Deutschland voraussichtlich entwickeln? Die Rahmenbedingungen werden sich ja in absehbarer Zukunft nicht ändern. Wir haben weiterhin ein niedriges Zinsniveau, es gibt eine hohe Nachfrage nach Ferienimmobilien, das Angebot ist naturgemäß begrenzt, daran hat auch die angesprungene Neubautätigkeit nicht viel ändern können. Wir rechnen also auch mittelfristig mit weiter steigenden Preisen. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke und die Übersicht über den Ferienimmobilienmarkt. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal wieder mit dabei bei Engel & Völkers Channel 24.